Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gutholz TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um den stärksten, und zwar um den stärksten 12 Volt, sogar mit Wechselbohrfutter. Denn ein normaler Akkuschrauber, ja, der hier keinen Wechselaufsatz hat, der hat das, aber ihr wisst, was ich meine, das ist schon genial. Ja, auch 12 Volt ist ein toller Akkuschrauber, machen und tun und so weiter. Aber bei Akkuschrauber merken wir langsam immer mehr, dass diese flexiblen Akkuschrauber immer mehr können und auch sehr, sehr nützlich sind. Zum Beispiel hast du hier ein Bohrfutter, kannst du abmachen, kleiner Bauraum, oder sagst einfach, Mensch, ich möchte jetzt zum Beispiel um die Ecke arbeiten, dann kommt das hier drauf und dann kannst du halt für dich nach oben arbeiten oder in kleinen Bauräumen arbeiten oder. Und dann ist es doch genial eigentlich, wenn wir jetzt sagen, naja, dann nehmen wir auch auf den besten, oder? Und zwar der beste, in dem Fall ist es vielleicht der stärkste. Und das wir heute mal rausbekommen, welcher ist denn so stark oder ist denn wirklich einer der absolut stärkste? Denn der Flex haut so richtig einen raus. Nach Zahlen ist er der stärkste, aber wir werden heute mal wirklich nachtesten, ist er das und wie schlagen sich die anderen dagegen. Als regelmäßiger Zuschauer von Gutholz TV weißt du, was jetzt kommt? Richtig, du kannst Werkzeug gewinnen und nicht irgendwas, sondern du kannst dir dein Werkzeug sogar aussuchen. Willst du wissen, was du gerade so gewinnen kannst? Kein Problem, geh einfach auf gutholz.de. Den Link verlinken wir dir auch unten in der Videobeschreibung und da kannst du einfach mal schauen, was du aktuell so gewinnen kannst. Dann kannst du sagen, oh, ich möchte lieber das oder das oder das, aber dazu musst du erstmal gewonnen haben. Ob du gewonnen hast, findest du dort auf der Seite. Und wenn du wissen willst, wie du teilnehmen kannst, ganz, ganz einfach, du nimmst einfach dieses Video, kommentierst unten und schon bist du mit dabei. Heute geht es also um 12 Volt, richtig viel Kraft und Wechselbohrfutter. Ich glaube, 12 Volt brauchen wir nicht erklären, ist halt ein 12 Volt Akku, also auch ein 12 Volt Gerät. Wechselbohrfutter sollten wir aber mal ganz kurz erklären, oder Wechselfutter oder Wechselaufsatz besser. Wechselaufsatz, das richtige Wort, genau. Lassen wir einfach mal schauen, weil alle Geräte, die wir hier haben, haben einen Wechselaufsatz und in dem Fall in der Regel auch ein Wechselbohrfutter. Wenn wir uns jetzt mal den hier anschauen, fangen wir mal einfach bei Metabo an und das System ist ja überall das gleiche. Hier ist es so, wir haben das Gerät, das wird in der Regel so geliefert. Du kannst aber einfach durch einen einfachen Klick hier abziehen. Die Systeme sind eigentlich im Wesentlichen überall gleich. Ja? Also hier musst du es drehen, beim anderen musst du hier so den Kragen so ein bisschen so an diesem Kragen ziehen. Das sind immer verschiedene Optionen, aber das, was sie machen, sind immer dasselbe. Nämlich, du kannst den Aufsatz hier entfernen oder entsprechend dran machen. Wenn wir uns das jetzt anschauen, können wir es abmachen, haben also ein extrem kurzes Gerät, noch ein Bit rein, können damit arbeiten, haben hier überall immer denselben Nachteil. Der Bit wird nur eingesetzt, der Bit könnte einfach wieder rausfallen. Dafür haben wir dann noch den hier, haben wir einen Bithalter. Die gibt es eigentlich auch bei fast allen Geräten, oder bei vielen Geräten zumindest, wenn ich hier so gucke. Bei vielen Geräten gibt es das nicht, aber einigen. Hast du nochmal so einen Aufsatz. Hier kannst du einen Bohrer reintun oder einen Bithalter. Hier hast du einen Exzenter-Aufsatz, haben auch ganz viele. Moment, so, dann kannst du hier an einem sehr engen Bauraum arbeiten. Ja, also hier unten könntest du jetzt entsprechend schrauben und im engen Bauraum. Aber wenn du mit normal, ja, ich nehme es auch mal als Vergleich für euch. Moment, so. Wenn wir jetzt hier mit arbeiten und würden jetzt hier dann arbeiten, ist es so, dass hier die Welle an der Stelle wesentlich höher ist und nicht hier unten, sodass wir, wenn wir eine Schublade oder ähnliches zum Beispiel haben und ganz unten eine Schraube, kommen wir da nicht hin. Dafür brauchen wir genau sowas. Oder, und das ist sogar häufiger als man denkt, dass du um die Ecke schraubst. Und was nochmal, dann sind wir auch fertig mit dem Wechselaufsätze, was man nochmal sagen muss ist, so jetzt können wir nach oben schrauben, aber das ist ja Quatsch. Ja? Du kannst auch sagen, du möchtest jetzt zur Seite schrauben oder nochmal mehr den Winkel nach unten ändern oder ganz unten oder. Und je nachdem, wie fein das Ganze gerastet ist, kannst du es in ganz feinen Justierungen machen. Ja? Und da gibt es auch noch Sonderformen, wie zum Beispiel für den Bosch gibt es noch einen Schlagbohraufsatz, den du da noch extra kaufen kannst, kannst noch vorne drauf machen oder. Es gibt ja auch zum Beispiel von Fein gibt es nochmal, ich glaube, gefühlt 25 Aufsätze mit verschiedensten Sachen, aber das ist das Grundsystem. Du kannst halt einfach mit einem Akkuschrauber verschiedene Aufsätze drauf machen und damit entsprechend arbeiten. Das heißt, wir haben erstmal unsere Grundkonfiguration. 12 Volt, check. Nummer 2, wir wollen einen Wechselaufsatz. Check. Und jetzt wollen wir aber wissen, wie schlagen die sich denn gegeneinander? Weil vielleicht bist du schon im irgendeinem Akkusystem, vielleicht bist du schon bei Bosch im 12 Volt Akkusystem. Dann werden wir jetzt mal wirklich schauen, wie die ganzen Geräte sich jetzt so gegeneinander schlagen. Aber um genau zu wissen, welche Geräte wir haben, schauen wir uns erstmal an, wer ist es denn eigentlich? Wir haben den Flex DD2G12EC, den Dewalt DCD 703, den Metabo PowerMax BS12 BLQ, den Milwaukee M12 FPD, den Bosch GSR 12V35 FC und den Einhell TE CD 12-1 3XLI.
Jetzt, wo wir wissen, welche Geräte wir haben, lass uns nochmal über 3 Dinge sprechen, bevor wir dann endlich testen. Und zwar Nummer 1, was kostet das Gerät? Nummer 2, wie viel Leistung hat es eigentlich? Und Nummer 3, was ist mein persönlicher Eindruck oder besondere Hinweise nochmal? Und dann fangen wir einfach wirklich hier hinten an, weil wir haben das, wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir gleich gucken, schon nach Leistung hier sortiert. Wir fangen mit Einhell an, aber wir haben hier einen Preis von 70 € und irgendwie stimmt der nicht so ganz. Warum? Für 70 € bekommst du das Gerät, mindestens einen Akku, kann sogar 2 Akkus sein. Dann haben wir hier 3 Aufsätze, alles mit dabei. Wenn wir jetzt die Akkus abziehen und ein Ladegerät abziehen, dann kostet es quasi gar nichts mehr. Also irgendwie, das ist schon ein sehr verrückter Preis. Weil so ein Akku kannst du mit 20 € berechnen oder 15 € meinetwegen. Sind wir bei 30 €, Ladegerät nochmal schwierig. Also es ist wirklich absolutes Preis-Leistungs-Ding, was wir haben. Vom Preis her. So, dann lass uns mal schauen, wie viel Kraft haben wir denn? Wir haben hier satte irgendwas mit 30 Newtonmeter. Hart, weich, Max, wissen wir nicht. Ja, werden wir gleich rausbekommen. Was man aber noch sagen muss, ist, nicht vom persönlichen Eindruck, sondern vom faktischen Eindruck ist, vielleicht sieht man es sogar, hier blitzt es raus und das heißt was? Wir haben hier einen Bürstenmotor. Alle anderen hier sind brushless, ja, die wir hier entsprechend haben. Wenn wir jetzt uns anschauen, wie gut funktioniert eigentlich das Wechselfutter, weil wir könnten jetzt sagen, nee, ach komm, das ist doch hier Billigkram. Nee, würde ich gar nicht sagen. Also das funktioniert schon ganz gut. Kann man einhaken, kann man machen. Ja, also einhaken, ist das der richtige Begriff? Weiß ich gar nicht. Also kann man es verbinden, würde ich sagen. Was aber auffällt ist, es ist relativ viel Grad hier am Kunststoff und es ist Kunststoff. Ja? Viele von den anderen sagen, nee, Kunststoff kommt nicht mehr ins Haus, sondern ich möchte hier Metall auf Metall haben, damit es auch gut hält. Sei es drum, wir werden ja sehen, ob es hält. Das schauen wir uns gleich an. Kommen wir zu Bosch, hier müssen wir eigentlich kaum noch was sagen. Das ist der legendäre 12V35FC. FC steht für FlexiClick. Eines der besten Systeme auf dem Markt. Und übrigens, das Klicken kommt von... Jeder liebt dieses Geräusch, oder? Schreibt mir in die Kommentare, liebt ihr das auch? Ich glaube, ich würde ihn allein schon für dieses Geräusch kaufen. Na, sei es drum. So, also, wir haben hier ein Gerät, kostet 200 €. Das ist schon ordentlich Geld, muss man sagen. Kostet richtig viel Geld. Und zwar bekommst du das hier, also für 200 € bekommst du wirklich keinen Akku, sondern nur einen Koffer. Dann bekommst du die Aufsätze und das war's. Ja, hier für 70 € alles zusammen. Das ist schon ein krasser Preisunterschied. Man muss aber auch sagen, wir haben hier zum Beispiel Metall und hier haben wir auch wieder Metall. Hier sieht man es sogar noch besser, alles in Metall. Das heißt, Metall greift in Metall, wird ewig leben und hält auch ewig. Ich selbst habe noch nie was davon kaputt bekommen und ich benutze das wirklich sehr, sehr häufig. Das nur mal als Hinweis. Wir haben hier ein maximales Drehmoment von 35 Newtonmeter und haben hier eine extrem gute Verarbeitung. Das kann man ganz klar sagen. Eine sehr schöne Möglichkeit, das Ganze zu verbinden. Und ich muss auch sagen, hier ist eine Technik dabei, das hat, glaube ich, kein anderer. Und zwar, wenn du jetzt den Winkel verändern willst, ja, dann musst du es nicht hier abmachen und dann nochmal irgendwie verbinden, sondern du nimmst es einfach und kannst das so umstecken. Ja, das geht schön schnell, ist ein perfektes System, macht richtig Spaß. Ja. Und auch die Kombinationsmöglichkeiten hier. Ja, das kannst du zum Beispiel hier das hier oben draufsetzen oder jetzt kannst du das hier drauf machen. Das geht auch nicht bei allen. Ja, das ist echt gut gemacht, weil so ein Winkelaufsatz, wenn wir uns jetzt mal anschauen, hat sonst hier keiner auf dem Tisch. Ja, muss man ganz klar sagen. Okay, kommen wir zu Milwaukee. Bei Milwaukee haben wir einen Preis von 180 € und haben ein maximales Drehmoment von 44 Newtonmeter. Wichtig, nur mit dem großen Akku. Also wenn du hier mit dem kleinen Akku arbeitest, mit 2 Ampere oder noch kleiner, weiß ich nicht, dann hast du nicht die volle Kraft. Wenn du mindestens mit 3, 4, 5 arbeitest, hier mit dem 5er zum Beispiel, dann hast du die volle Kraft von 44 Newtonmeter. Und 44 ist schon ganz schön. Also das ist schon mal auch noch ein ganz schöner Sprung. Und irgendwann muss man sich wirklich die Frage stellen, brauche ich so viel Kraft eigentlich bei 12 Volt? Aber heute geht es ja um richtig Kraft. Machen wir weiter. Metabo. Bei Metabo haben wir einen Preis, ich gucke nochmal nach, 150 €. Aber bei Metabo ist es so, dass du hier das Gerät bekommst im Koffer, aber du musst die einzelnen Aufsätze dir separat dazu kaufen. Das heißt, du kannst sagen, naja, den Extender brauche ich zum Beispiel nicht, aber dafür brauche ich zum Beispiel den oder was auch immer und dann kaufst du dir das entsprechend dazu. Okay, wie viel Kraft haben wir? Wir haben sage und schreibe 45 Newtonmeter, also 1 Newtonmeter mehr als der Milwaukee. Sei es drum. Ist aber so und hier wird es ja auch noch richtig spannend, denn bei Dewalt, lasst uns gleich bei der Kraft bleiben, bei Dewalt haben wir 57,5 und die Zahl ist mal ganz wichtig, gleich 57,5 Newtonmeter, damit ihr seht, das geht auch wirklich ab hier, ja, kann ich alles wirklich hier ab und dran machen. Wir haben hier einen Preis von 160 €, also im Verhältnis relativ günstig eigentlich zu manch anderem hier. Dann hier habe ich 160 € und bekomme gleich drei entsprechende Wechselaufsätze mit dazu. Und jetzt kommen wir hatten eben 57,5
Nein, ist doch 57,5. Bei Flex haben wir jetzt 58. 0,5 Newtonmeter mehr. Aber sei es drum, wir haben jetzt wirklich der stärkste nach Zahl ist unser Gerät von Flex. 58 Newtonmeter. Wir werden doch gleich mal gucken, wie viel Kraft er eigentlich hat. Bei dem ist es so, dass er doch noch etwas Besonderes ist, nämlich, also erstmal der Preis, 170 € haben wir hier, aber besonders ist eine Sache, und das muss man wirklich sagen, ist sehr, sehr besonders, und zwar das Geräusch. Man muss sagen, im Verhältnis ist er relativ groß, ja, und er ist auch ein bisschen schwerer. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal gegen Bosch testen, ich muss mal selber mal gucken, ja. Wenn wir jetzt mal schauen, relativ groß, also deutlich größer hier nach vorne, das sieht man schon, wenn man hier so mal so guckt, aber wir machen jetzt mal Folgendes, ich mache den an, jetzt hören wir uns den an. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, aber vom Gefühl ist der hier nur halb so laut. Das waren alle nur auf erster Gang, jetzt macht den mal auf den zweiten, ändert sich kaum. Der ist wirklich leise und das kann für den einen oder anderen schon ein Thema sein, weil ich muss sagen, manchmal nervt dieses extrem laute ja schon wirklich. Wir machen jetzt mal Folgendes, wir wollen jetzt mal testen, wie stark sind sie denn. Wir werden heute vor allem in Schrauben testen. Natürlich, das könnten wir auch Forstnerbohren, Flachfräsbohren oder sonst irgendwelche Sachen machen, aber Schrauben ist auch das Hauptanwendungsgebiet dieser wunderschönen Akkuschrauber hier. Und dafür werden wir Folgendes machen, wir nehmen jetzt unseren Einhell und dann arbeiten wir uns hoch, nämlich wir sagen, was ist das Maximum, was der Einhell dann versenkt und dann gucken wir mal weiter, was schafft denn der nächstgrößere dann entsprechend mehr. Komm schon. Ehrlicherweise muss ich sagen, wir wollten es eigentlich so machen, nicht nachsetzen. Wenn er einmal stoppt, dann stoppt er halt. Aber komm, jetzt drücken wir ein Auge zu. Er schafft meinetwegen 8 mal 100. 8 mal 140 schafft er. Okay. Kein Hindernis. Der braucht mehr. Easy. Okay, noch mehr. Das sind Zauberschrauben, die verschwinden irgendwo. Ich weiß wirklich nicht, wo die hin verschwinden. Als wenn die irgendwie weg wären. Okay, der ist wirklich abgebogen. Der ist hier nach unten in so ein Loch rein, also nochmal Nachtest. Jetzt aber. Oh. Ah, ganz knapp. Ganz knapp. Wir haben hier wirklich nur noch einen Rest stehen von 4 cm. Also 4 cm hat er geschafft. Wir werden einfach jetzt Folgendes machen. Und zwar schreiben wir jetzt auf, das Maximum, was er jetzt geschafft hat, war ja 8 mal 300. Warte, 4 cm abziehen von 380 sind 340. Also 8 mal 340 hat unser guter Bosch geschafft. Wenn wir bedenken, ein Hell ist bei 8 mal 100 schon 120, naja, schwierig. Deswegen sagen wir hier 8 mal 340 und kommen zum nächsten Milwaukee und schauen erstmal, schafft er 8 mal 380?
Easy, aber wie easy? Das ist ja kaum zu glauben. Das ist ja wirklich richtig quasi so reingeschoben. Also das war ein riesengroßer Unterschied. Echt erstaunlich. Mal gucken, was er mit der nächsten Größe macht. Easy. Ja. Also nächste Größe 9 mal 400. Hier bleiben stehen nochmal so 6 cm, das heißt vorher hat er 9 mal 350 geschafft, ergo das ist seine Bestmarke. Übrigens nochmal der Hinweis, wir haben hier schon eine relativ unangenehme Schraube. Warum? Wir haben hier relativ viele Windungen und jede einzelne Windung ergibt natürlich auch Widerstand. Und gegen all diesen Widerstand muss dieser Akkuschrauber nur ankämpfen. Das ist schon richtig hart. Na gut, schauen wir mal zum nächsten und das ist Metabo. Irre, richtig krass, wie der das durchgezwirbelt hat. Einfach die ganze Zeit mit demselben Drehmoment einfach rein. Das ist der Wahnsinn. Hätte man überhaupt nicht zugetraut. Alter, oh, ich habe wirklich gedacht, jetzt brennt er gleich weg. Nee, also ich habe wirklich ein bisschen Angst gehabt mit dem Kleinen, muss ich sagen. Aber er ist überhaupt nicht warm, noch nicht mal der Akku. Jetzt muss man dazu sagen, das ist ein Lithium-HD-Akku, das heißt, wir haben hier 21700er Zellen, was natürlich nochmal einen Unterschied macht zu den klassischen 18650er, die die ganzen anderen Geräte, glaube ich, bis jetzt hatten. Aber lass mal schauen, wie viel ist noch raus? Guckt noch raus. Ja, so 8 cm. Das heißt, das Maximum, was er geschafft hat, war auch hier 9 mal 450, was schon eine krasse Leistung ist. Also, wenn du nachsetzt, quälst du ihn richtig stark, aber du bekommst ihn rein. Der Arme. Tut mir leid, mein Kleiner. Übrigens noch mal ein Hinweis, ganz wichtig, bitte, wenn ihr den so quält, zweiter Gang und ein bisschen laufen lassen. Jetzt ist er schon gut heiß, also dann kommt nämlich die heiße Luft hier raus, dann kühlt ihr ihn.
500 Ocken hier. Alter, das kann aber wohl nicht sein. Da muss aber mal Schluss sein. Habt ihr gesehen, wie das Ding hier reingewämst ist? Okay, jetzt aber der Punkt, bei 9 ist jetzt Schluss, also 9er Durchmesser, jetzt müssen wir auf 10 gehen. Uiuiuiui, das war jetzt meine Schuld. Zack, versenkt. Andreas, wir brauchen größere Schrauben. Wir geben auf, Ende aus vorbei. Beim Dewald haben wir jetzt wirklich, sind wir hochgegangen, haben diese wunderschöne 9x500er Schraube versenkt, die hat er ja hinbekommen. Dann 10x380 und jetzt wollten wir eine Nummer größer gehen, 10x400 und haben festgestellt, Mist, wir haben die falsche Schraube da. Wir haben keinen Vollgewinde, nur Teilgewinde bringt uns natürlich gar nichts. Das heißt, wir haben jetzt das Problem, wir können jetzt mit dem Dewald nichts Größeres mehr schrauben. Denn die nächste Größe, die wir haben, ist das hier. Das ist 12x900 und das macht überhaupt keinen Sinn. Dafür sind die Geräte wirklich nicht da. 12 mm Durchmesser, nein. Außerdem möchte ich da gerne einen Zusatzhandgriff haben, um irgendwie mein Handgelenk noch ein bisschen zu schützen. Denn wir haben ja hier keinen Rückschlagschutz. Also werden wir jetzt mal Folgendes machen. Wir nehmen jetzt das Gerät von Flex und arbeiten uns jetzt auch mal vor und nehmen jetzt uns erstmal die 9x500er vor und dann, wenn er es geschafft hat, auch die nächstgrößere. Irre. Also ihr glaubt nicht, was das Ding für einen Wumms hat. Mit dem Dewald zusammen, der geht ein bisschen von der Drehzahl runter und dann zieht der einfach durch. Ich habe ganz bewusst gesagt, na komm, lass mal den Kopf auch noch versenken, aber es interessiert ihn noch nicht mal. Der wird noch nicht mal langsamer, ihr habt das Geräusch ja gehört. Irre. Und ich könnte jetzt noch ein Langbit nehmen und einfach weitermachen, aber das lassen wir mal. Jetzt nehmen wir auch unsere 10x380er, schauen mal, wie es da ist. Und ich glaube, wenn er den auch versenkt, dann haben wir unsere beiden Spitzenreiter wirklich gefunden. Jetzt haben wir geschraubt. Jetzt wissen wir auch, wer sind die krassesten Monster, die wir haben. Das bin ich und Andreas unter der Kamera. Nein, Spaß. Die krassesten Monster sind natürlich die beiden. Aber wir können eigentlich wirklich sagen, wir haben hier eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Klasse 1 ist da ganz alleine, weil wir haben hier einen Preis-Leistungssieger. 70 €, alles mit dabei, Akku hier, da, bim, bam, bum, funktioniert, ist okay. Ja, ist wirklich okay, schafft aber wirklich nicht viel. Also wirklich Kraft hat er nicht, weil nur 8x100 ist halt echt nicht viel, was er schafft im Verhältnis eben zu den anderen. Und was mich massiv stört ist, wir haben hier einen Brushed-Motor und Brushed-Motoren, also wirklich Brushless ist das Ding heutzutage und das ist mir einfach von der Technologie zu alt inzwischen. Meine Meinung, schreibt ihr eure gerne mal unten in die Kommentare. Das hier ist eigentlich die zweite Klasse, nämlich die Klasse der eigentlich kann ich viel mehr, als jeder braucht und als es eigentlich sein muss und das funktioniert schon. Ja, der Bosch hat hier am wenigsten geschafft und zwar war er nur mit 8x300. Dann kommen wir bei Milwaukee schon bis 9x350. Dann kommen wir schon hier bei Metabo 9x400 und dann haben wir ja schon 9x500 und dann sogar bis zu 10er Schrauben geschafft. Völlig wahnwitzig, also wirklich irre, was ihr seht, was hier schon funktioniert.
Und da sage ich euch auch ganz ehrlich, solltet ihr das machen? Nein, macht das bitte nicht. Aus folgendem Grund. Wenn es denn wirklich sein muss, dann könnt ihr schon mal 1, 2 Schrauben damit schrauben. Ansonsten, das wird echt schwer mit dem Handgelenk. Also schon bei den 50 cm Schrauben würde ich sagen, ein Zusatzhandgriff dann schon so langsam echt angebracht. Und wenn ihr so eine großen Schrauben schon bei 30 cm schraubt, bitte guckt euch das Video nochmal an, spult nochmal zurück und guckt genau, wie ich es halte, wie ich damit umgehe. Weil ich weiß genau, was ich mache und ich weiß genau, wenn das umschlägt, dann habt ihr gar keinen Spaß mehr und nichts, weil kein Gerät hiervon hat einen Rückschlagschutz. Habt ihr noch Fragen? Schreibt es unten in die Kommentare. Natürlich übrigens, die beiden sind Monster. Ja? Also ihr habt gesehen, wie schön die reingeschraubt haben, wie das funktioniert hat. Wenn ihr die kräftigsten haben wollt, sind es natürlich die beiden, ohne Frage. Ja? Richtig, richtig krass, was die abgezogen haben. Aber schreibt mal in die Kommentare, was eure Meinung zu den Geräten. Schreibt auch in die Kommentare, sollen wir die nochmal nachtesten mit noch größeren Schrauben. 2 Meter, 8 Meter, 12 Meter, ich weiß es nicht. Und so lange für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.